Salam alaikum und hallo allerseits. Heute soll es um das Thema Schminke gehen. Es wird um Fragen gehen wie, darf sich eine Muslima schminken? Passt Schminke überhaupt zum Hijab? Und ist Schminke halal? Nur kurz als Randbemerkung, bevor ich richtig in das Thema einsteige, weil ich weiß, dass einige Muslime sich über dieses Thema aufregen oder auch angegriffen fühlen. Ich habe dieses Video ganz allgemein gehalten, für alle, die es schauen wollen. Und dich persönlich spreche ich in diesem Video gar nicht an, denn ich kenne dich nicht. Also sieh es auch nicht als einen Angriff auf dich oder deine Persönlichkeit, sondern als neuen Gedankengang. Wie auch in meinen Videos zum Thema Hijab und Modetrends geht es auch in diesem Video um Aufklärung und Vermitteln von Wissen, wenn Allah es mir erlaubt, inshallah. So, jetzt habe ich aber genug um das Thema herumgeredet. Kommen wir jetzt zur ultimativen Frage: Ist es einer Muslima erlaubt, sich zu schminken? Ganz allgemein kann man darauf mit Ja antworten. Es ist einer Muslima erlaubt, sich zu schminken. Sie soll sich sogar für ihren Mann hübsch machen. Ob das nun Schminke beinhaltet, ist Geschmackssache. Manche Frauen mögen es, sich zu schminken, und manche Männer mögen es, ihre Frauen geschminkt zu sehen. Und manche Frauen mögen mehr den natürlichen Look und manche Männer ebenfalls. Das ist reine Geschmackssache. Und auch vor allen Mahram-Verwandten, wie zum Beispiel ihr Vater, ihr Bruder, ihr Onkel, also alle, die die Frau in ihrem Zustand ohne Kopftuch sehen dürfen, dürfen sie auch im geschminkten Zustand sehen. Nun kommen wir spezifisch auf das Thema Schminke mit Hijab auf offener Straße. Da werden ganz unterschiedliche Meinungen laut. Die einen sagen, es schickt sich nicht mit Hijab, der ja die Schönheit der Frau bedecken soll, und Schminke auf die Straße zu gehen, also Hijab und Schminke miteinander zu vereinen oder gemeinsam zu tragen. Die anderen sagen, ich schminke mich nicht für andere, ich schminke mich nur für mich selber. Um darauf zu antworten, müssen wir uns eigentlich nur die genauen Regelungen des Hijabs anschauen. Aus einigen Koranversen und Überlieferungen leiten Gelehrte folgende Bedingungen für den vollkommenen Hijab der Frau ab. Der Hijab soll den ganzen Körper bedecken, außer von Gesicht und Händen. Er soll entsprechend der Sitte und Kultur farblich angepasst bzw. einfach sein und nicht aufmerksamerregend. Davon ausgeschlossen ist natürlich, dass in einer nicht-islamischen Umgebung der Hijab sowieso auffällt. Und die Verhüllung soll die Körperkonturen bedecken. Allgemein gilt, der Hijab soll die Reize, die Schönheit der Frau bedecken. Unter diesen Bedingungen war auch, dass die Körperkonturen nicht betont werden sollen und der allgemeine Sinn des Hijabs, dass die Schönheit und die Reize der Frau bedeckt werden sollen. Schminke jedoch betont die Körperkonturen. Lippenstift betont die Lippen. Rouge betont die Wangen. Mascara betont die Wimpern und so weiter und so fort. Und seien wir mal ehrlich, Schminke soll die Schönheit und Reize der Frau betonen. Dafür wurde es überhaupt erfunden. Dafür wird es hergestellt und auch produziert. Und das ist auch im Mahram-Rahmen vollkommen in Ordnung, wie gesagt. Aber im öffentlichen Rahmen widerspricht Schminke den allgemeinen Bedingungen des Hijab. Das Beherzigen dieser Regelungen wird sich auf dich selber auswirken. Und auch das Nicht-Beherzigen dieser Regelungen wird sich auf dich selber auswirken. Geh einmal in dich und frag dich wirklich selber: Warum schminke ich mich? Wenn deine Antwort darauf ist, ich schminke mich nur für mich selber, weil ich mich dadurch schöner fühle, so möchte ich dir sagen, liebe Schwester, du bist wunderschön. Genauso wie Allah dich erschaffen hat, bist du schön, subhanallah. Denn ich finde es sehr wichtig, in diesem Zusammenhang Schönheit und Schönheitsideale anzusprechen. In jedem Kontinent herrschen unterschiedliche Schönheitsideale und auch von Jahrhundert zu Jahrhundert unterscheiden sich die Schönheitsideale. Wichtig ist aber, egal zu welcher Zeit und egal in welchem Land oder Kontinent, dieses Schönheitsideal ist diskriminierend. Denn egal wie das Schönheitsideal aussieht, es wird immer eine Randgruppe nicht dazugehören, zu dem Schönsein. Und man muss sich auch fragen, wer nimmt sich das Recht heraus, zu definieren, was schön ist oder wer schön ist? Und warum befolgen die Menschen das? Gott ist schön und liebt die Schönheit. So lautet eine der bekanntesten Überlieferungen des Propheten. Daraus geht hervor, dass die gesamte Schöpfung schön ist. Und aus islamischer Auffassung wurde das Schönheitsmerkmal, also ein größerer Teil der Schönheit, auf die Frau gesetzt. Aber auf alle Frauen, egal welche Figur, welche Hautfarbe, welche Haarform, egal wie groß oder klein die Nase oder die Lippen sind, egal wie hoch oder tief die Wangenknochen sitzen, alle Frauen wurden schön geschaffen. Gott hat uns genau so erschaffen, wie er uns schön findet. Wer sind wir, dass wir sagen, wir könnten die von Gott gegebene Schönheit verändern oder sogar verbessern? Und das nur, weil wir von klein auf
ein Schönheitsideal eingetrichtert bekommen haben von der Medienindustrie und auch von der Gesellschaft, das die Machthaber nach Lust und Laune verändern können. Bei Frauen gibt es inzwischen alle Arten von mathematischen Formeln zur Schönheit bis hin zur genauen Definition. Bei Männern nicht. Woran liegt das? Ist das weibliche Schönheitsideal vielleicht einfach nur eine Erfindung von Männern, die sich die Folgsamkeit der Menschen zugutekommen lässt und alle Frauen so rumlaufen lässt, wie sie gerne sehen würden? Und dadurch die dem Mann von Gott gegebene Eigenschaft des Anstrebens des Schönen und des Begehren beschmutzen und ausnutzen? Und genau vor dieser Ausnutzung soll der Hijab uns schützen. Eine Muslima, die sich korrekt verhüllt, möchte in der Gesellschaft nicht aufgrund ihrer Weiblichkeit und ihrer Schönheit anerkannt werden, sondern nur aufgrund ihres Wesens, ihres Seins und ihres Könnens. Hinzu kommt, dass in zahlreichen kosmetischen Produkten, also Cremes und auch Schminke, tierische und sogar teilweise menschliche Inhaltsstoffe befinden, die größtenteils dazu führen, dass diese Produkte, also diese kosmetischen Produkte, dann najis werden. Hier mal eine kleine Liste dazu. Es gibt sicherlich noch mehr, aber das mal als eine kleine Übersicht, dass man weiß, was diese ganzen Sachen eigentlich heißen oder einige dieser Sachen und was da drin steckt. Wie gesagt, nicht alle führen dazu, dass ein Produkt najis wird, aber allein die Vorstellung, man schmiert sich Läuseblut ins Gesicht oder dass in einigen Anti-Aging-Cremes Embryozellen sind, das ist einfach grausam. Aber wir wissen viel zu wenig darüber, was wir uns auf die Haut schmieren und ins Gesicht schmieren, was in diesen ganzen Cremes und in diesen ganzen kosmetischen Produkten eigentlich drinsteckt. Also auch das ist ein wichtiger Aspekt, was eigentlich an Inhaltsstoffen in diesen kosmetischen Produkten drinsteckt. Aber das ist so groß, so ausführlich, da bräuchte man ein eigenes Video für. So viel von mir zu diesem Thema. Ich weiß, es wird viel Diskussionsbedarf geben. Bleibt freundlich untereinander. Ich freue mich auf eure Kommentare. Inshallah bis bald. Tschüss und Salamu alaikum.